Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sind ja voll im Länderwettkampf der besten Allrounder. Mittendrin sind wir da. Bis jetzt sind ja schon angetreten Deutschland, Belgien, Irland, Frankreich, Schottland, Italien, England und die USA und haben für eine oder die andere Überraschung gesorgt. Ja. Heute startet das 9. Land. Es sind also noch 5 Länder offen, bevor dieser Länderwettkampf zu Ende geht. Ja, bevor wir hier loslegen mit dem heutigen Starter, welcher ein ganz toller ist, möchte ich etwas loswerden. Sie wissen ja vielleicht, ich bin mit recht vielen Zusehern meines Kanals auch privat in Kontakt, also privat über WhatsApp oder via E-Mail, also außerhalb des Kanals. Gleich mal Grüße rausgesendet an meine engsten Vertrauten. Hallo Dirk, Servus Christian, grüß dich Freddy, René und so weiter. Und auch liebe Grüße an Hermann, der einen dieser Zuseher, die mit mir regelmäßig in Kontakt treten, darstellt. Hermann erzählte mir schon öfter von gewissen Geschichten und meinte auch, ich kann die ruhig mal in einem meiner Videos ansprechen, wenn es gerade passt. Nun, dieser Länderwettkampf dauert noch einige Tage. Ja, also es könnte schon noch eine Weile dauern, bis da ein Video kommt, wo dieses Thema passen würde. Deswegen möchte ich das heute ganz schnell mal kurz einbauen, weil ich ihm in dieser Sache recht gebe. Schauen Sie, Hermann lebt mit seinem Rüden Hector in einer größeren Gemeinde in Deutschland. Das ist ein deutscher Schäferhund, Labrador, Mix, Rüde. Ein Top-Familienhund, lebt in einer Großfamilie, ziemlich entspannt fremden Menschen gegenüber, wunderbares Verhalten Hündinnen und Welpen gegenüber, doch er verträgt sich nicht mit Rüden. Ein toller Hund, der Rüden gegenüber dominant auftritt. Das ist alles. Dementsprechend sichert Hermann diesen Hund. Es gibt dort eine Gegend, wo viele Hundebesitzer anzutreffen sind, weil sie sehr schön ist. Hauptsächlich werden die Hunde dort freigelassen, also genießen den Freilauf. Doch ja, auch bei uns hier in Neudörfel gibt es viele solche Gegenden, doch Sie dürfen als Hundebesitzer nicht automatisch auch gleich davon ausgehen, dass solch eine Gegend, wo Hunde freilaufen, nur für Hunde da ist, die sozial verträglich sind, egal mit welchem Geschlecht. Das ist nicht so. Auch Menschen, die einen Artgenossen gegenüber dominanten, weniger verträglichen Hund führen, möchten ihren Vierbeiner gern mal solch eine Gegend schenken, möchte ich mal sagen. Das tut auch Hermann. Und er sagt mir, obwohl es zumeist so ist, dass Leute, die ihm mit freilaufenden Hunden entgegenkommen, so vernünftig sind und eigentlich normal denkend unterwegs sind und ihre Hunde zu sich rufen, bis man sich voneinander vorbei bewegt hat, kommt es auch häufig vor, nicht zu wenig vor, dass sich viele Leute diesbezüglich einen Dreck darum scheren, was ihr Hund macht. Und hier kam Hermann schon öfter in problematische Situationen hinein. Zuletzt vor einer Woche mit einem Königspudelrüden, der da in beide hineingeschossen, also in Hermann und in den Rüden Hector hineingeschossen kam. Ja, es entbrannte ein Kampf, wo auch der Königspudel nicht zurückgesteckt hat. Eine hitzige Diskussion folgte danach, selbstverständlich. Sie wissen schon, wenn Sie einen rauflustigen Hund haben und so weiter, weshalb hat er dann keinen Maulkorb oben und so weiter und so fort. Viele von Ihnen kennen das. Auch ich habe das früher oft erlebt mit einem meiner vorherigen Hunde. Schauen Sie, liebe Zuseher, es ist mittlerweile so, ich weiß es, das war schon vor dem Zusammentreffen Hermanns mit diesem Königspudel so, er sagte mir, dass wenn er auf andere Hundebesitzer trifft, die ihn kennen, ja, die mit der Situation sehr gut umgehen können. Ja? Also mit der Situation, dass Hector eben kein verträglicher Hund ist. Die haben ihm schon erzählt, dass sich dort in diesem Gebiet, wo so viele Hundebesitzer unterwegs sind, der Mythos des Killerhundes in Form von Hector verbreitet. Und sich schon immer mehr Leute dazu zusammenrotten, eine Maulkorbpflicht für diesen Hund irgendwie durchzusetzen. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Ja. Mir ist schon klar, liebe Hundebesitzer, die ihre Hunde
in jeden reinlaufen lassen und die ihre Hunde das tun lassen, was sie wollen, ja, ohne darauf zu achten, was sie tun, dass ihnen ihr Hund näher steht als meiner oder der Hund von Hermann Hector. Das ist mir klar. Doch auch mir steht mein Hund näher als ihrer und sie es tun. Und ich bin mir sicher, bei Hermann ist das genauso, ja. Also weshalb sollte er, Hector, die Restfreiheit nehmen? Der Hund ist ja gesichert an der Leine. Es geschieht ja nichts, wenn auch Sie darauf Acht geben, dass Ihr Hund bei Ihnen bleibt, bis Sie an Hermann vorbeigegangen sind. Ja? Weshalb? Weil Sie Ihren Hund absolute und 100%ige Freiheit schenken wollen und das verlangen, sollte Hermann jetzt seinen Hund einen Beißkorb aufsetzen, einen Maulkorb aufsetzen, bei dem er bei diesen Temperaturen ja, mit dem Ersticken kämpft. Ja? Nur damit Ihr Hund 100%ige Freiheit erleben darf, aber Hermanns Hund darf das nicht. Schauen Sie, so schwer ist das nicht. Ja? Wenn ich einen Hund sehe, der an der Leine geführt wird und mein Hund frei läuft, dann sagt mir der Hausverstand, ich rufe meinen Hund zurück, entweder geht er neben mir Fuß, wenn ich weiß, dass dieses Kommando zu 100% funktioniert, auch wenn der Hund, der uns passiert, rüberpöbelt. Und wenn das nicht so ist, nehme ich ihn ebenfalls an die Leine. Irgendwann ist man dann an dieser Person mit dem angeleinten Hund vorbei und dann kann ich meinem Hund wieder einen Freilauf schenken. Und nichts geschieht. So einfach ist das. Weshalb habe ich das gebracht, liebe Zuseher? Weil mich dieses Thema ebenfalls extrem nervt. Nicht weniger, als es Hermann nervt. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Sowieso ist er schon an der Leine und darf dort nicht frei laufen. Jetzt müsste er noch einen Maulkorb tragen, damit manche Hundebesitzer zufrieden sind. Sehe ich nicht ein, sieht Hermann nicht ein, sehen mit Sicherheit ein Großteil meiner Zuseher auch nicht ein. Also, Hermann, ich habe das jetzt zur Sprache gebracht, dieses Thema, obwohl es eigentlich gar nicht zum heutigen Video passt. Aber ja, es war auch mir ein Anliegen. So viel zum Thema, lassen wir das wieder. So, nun zurück zum heutigen Starter. Und der heutige Starter in diesem Länderwettkampf ist die Schweiz. Die Schweiz hat einige tolle Hunderassen hier zu bieten. Bei einer Hunderasse musste ich ähnlich wie bei den Belgiern tricksen, weil verschiedene Herkunftsländer als Herkunftsländer für diesen Hund angegeben werden. Doch die Schweiz ist eines davon, also ganz legal. Doch sehen wir uns mal an, welche Hunde für die Schweiz ins Rennen gehen. Keine Überraschung, wenn es mal gleich zuerst alle 4 Sennenhunderassen sind, nämlich der größte, der große Schweizer Sennenhund, fantastisch aussehender Molosser. Der Berner Sennenhund, eine Hunderasse, mit welcher ich schon herrliche Arbeiten hinlegen durfte. Der Appenzeller Sennenhund, schneidiger Hund, toller Hund. Der kleinste der Sennenhunde, der Entlebucher Sennenhund. Fehlen darf natürlich auch nicht der Schweizer Nationalmolosser, der mächtige Bernhardiner, klare Sache. Der weiße Schweizer Schäferhund, purer, knackiger Schäferhund, ganz toller Hund. Der Continental Bulldog, der ist etwas mein Sorgenkind in diesem Video. Weshalb, das erfahren Sie im Laufe des Videos. Und nun zu dem Hund, wo ich etwas tricksen musste, nämlich der Landseer, dessen Herkunftsland, bei dessen man Deutschland und die Schweiz als Herkunftsländer angibt. Ja? Aber wie gesagt, auch die Schweiz gilt als Herkunftsland des Landseers, deswegen startet er hier für die Schweiz. So, und nun 2 Laufhunde, nämlich der Schweizer Laufhund, toller Jagdhund, und sein kleinerer Verwandter, der Schweizer Niederlaufhund, ebenfalls toller Jagdhund. Wir legen schon los und die erste Eigenschaft, die bewertet wird, ist die Gesellschaftstauglichkeit, das wissen Sie. Nun, ganz stark. Die Hunde aus der Schweiz, 88 von 100 Punkten bei der Gesellschaftstauglichkeit. Der Bernhardiner, der zählt zu den größten, mächtigsten, schwersten Hunderassen auf der Welt. Dass der irgendwo negativ polarisieren kann, bei Leuten, die hier etwas dünnhäutig sind, ist klar. Könnte Ihnen auch mit einem großen Schweizer, mit einem substanzvollen großen Schweizer geschehen. Aber auch mit dem Continental Bulldog, der körperlich, anatomisch stark in die Bullterrier-Rassen hineinschlägt, wenn man den Kopf außen vor lässt. Also das sind 3 Hunde, wo ich sage, eventuell,
Ja. Ein Landseer, der klarerweise kleiner ist als der Bernhardiner, dennoch ein sehr substanzvoller Hund ist, glaube ich, erweckt nicht so schnell etwas, Sie wissen schon, derartige Reaktionen. Und beim Rest bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Treten Sie irgendwo mit einem Berner Sennenhund ein, heißt es schnell mal, sieh mal, wie schön, wie süß der ist. Das gilt auch für die anderen Sennenhunde. Und wenn Sie mit einem weißen Schweizer Schäferhund irgendwo aufkreuzen, sind Sie das da. Und mit den Laufhunden ist das sowieso so, dass die als süß empfunden werden. Deswegen 88 von 100 Punkten bei der Gesellschaftstauglichkeit für die Hunde aus der Schweiz. Trainierbarkeit 74 von 100 Punkten. Sie haben exzellent zu trainierende Hunde dabei. Berner Sennenhund, exzellent zu trainierender Hund. Weißer Schweizer Schäferhund, exzellent zu trainierender Hund. Schauen Sie, die Laufhunde sind gut zu trainierende Hunde, aber oft brakentypisch, und das sind Braken stur. Dass der Bernhardiner oder der Landseer nicht unbedingt Trainierbarkeitskünstler sind, ist auch klar. Ja. Continental Bulldog ist immer so eine Sache. Mal so, aber das habe ich hier mit einberechnet. Also 74 von 100 Punkten bei der Trainierbarkeit für die Schweizer Hunde. Die Führigkeit ist nicht so schlecht. 75 von 100 Punkten. Sie haben hier Hunde dabei, die aus verschiedensten Gründen nicht unbedingt sehr leicht zu führen sind, wenn sie den typischen Rassevertreter darstellen. Das tun alle Hunde bei diesem Wettbewerb, den typischen Rassevertreter darstellen. Lassen Sie mich das so erklären. Wir wissen vom großen Schweizer Sennenhund, dass er nicht unbedingt der triebigste Hund ist, aber der große Schweizer ist dafür bekannt, ziemlich dickköpfig sein zu können. Das sind die Braken übrigens auch gerne. Braken sind dafür berühmt, einen Sturschädel vorzuweisen. Bernhardiner, Landseer, das sind Hunde mit ziemlicher Substanz. Ja? Auch die können schon manchmal etwas, nein, ich möchte jetzt nicht unterwegs sein, also nicht unbedingt ganz leicht zu führen. Berner Sennenhund, möchte ich sagen, ist im Vergleich zum großen Schweizer Sennenhund der führigere Hund. Beim Appenzeller Sennenhund kommen die Ecken und Kanten, die Ellbogen dazu. Der kann schon ziemlich kantig sein, ja? Hat aber weit weniger Substanz als die größeren Sennenhunde. Und Ähnliches gilt für den Entlebucher. Habe ich wem vergessen? Ich glaube nicht. Doch, den weißen Schäferhund. Der weiße Schweizer Schäferhund ist ein typischer Schäferhund. Schäferhunde sind zwar höchst trainierbar, dennoch haben sie Ecken und Kanten, können ein ziemliches an Dominanz an den Tag legen und auch recht triebig sein, möchte ich mal sagen. Also sicher nicht der am leichtesten zu führende Hund, aber auch keine Hexerei, einen weißen Schweizer Schäferhund zu führen. Genauso wenig eine Hexerei wie einen deutschen Schäferhund zu führen. Ja? Aber es gibt einfacher zu führende Hunde. Also, Führigkeit bei den Schweizer Hunden 75 von 100 Punkten. Die Verträglichkeit 68 von 100 Punkten. Ja, es sind 2-3 Hunde dabei, wo man sagen kann, dass die gern mal etwas unverträglich sind gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber, wenn sie der typische Rassevertreter sind. Das Feld führt hier meiner Meinung nach der Appenzeller Sennenhund an. Ja, der Schnappenzeller, der gerne etwas übertreibt, möchte ich nicht sagen, ja, aber Stärke zeigt. Wir haben hier 2 Appenzeller Sennenhunde, einen Rüden, eine Hündin. Beide sind nicht verträglich Artgenossen gegenüber. Ob sie andersgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber verträglich sind, weiß ich nicht. Ja. Ich sah die Appenzeller Sennenhündin noch nie bei Begegnungen mit Rüden, aber ich weiß, dass sie andere Hündinnen nicht mag. Und der Rüder, den wir hier haben, der mag andere Rüden nicht. Beim Rest der Sennenhunde kann das durchschlagen, auch beim Entlebucher, genauso beim Berner und beim Schweizer, aber sie sind nicht dafür bekannt, extreme Rauflustigkeit zu entwickeln. Also das sind eher Hunde, ja, so wie du in den Wald reinrufst, so kommt's retour. Bernhardiner und Landseer sind eher gesellige Hunderassen, wobei, verzeihen, mich quält schon wieder eine Wespe, das kann aber der neue Duft sein, den ich heute aufgelegt habe, der recht süß ist. Ja. Ich glaube, sie ist weg, ich hoffe es. Wenn nicht, werde ich sie wahrscheinlich gleich spüren, denn ich glaube, ich habe sie getroffen. Entschuldigung, und auch mein Hund hat sich erschreckt, das wollte nicht, tut mir leid, Natur. Zurück, Bernhardiner und Landseer gelten eher als gesellig, wobei ich sage schon, Bernhardiner, da falteten sie die Hände zum Gebet, wenn der gegen den Zaun schoss, weil sie draußen mit einem Hund vorbeigegangen sind. Aber generell sind das eher verträgliche Hunde. Das gilt auch für die Laufhunde, die oft im Team arbeiten, also schon auf
hohe Verträglichkeit forciert wurden, möchte ich sagen. Weißer Schweizer Schäferhund ist ein typischer Schäferhund. Mal so, sind gern die Chefs, also die Bosse im Ring, aber nicht unbedingt Radau-Brüder. Typisch Schäferhund halt. Ja. Deswegen bei der Verträglichkeit 68 von 100 Punkten. Leistungsfähigkeit, ja, recht hoch. Nicht die stärkste aller Länder, aber doch recht hoch. 79 von 100 Punkten. Etwas auf die Bremse steigen hier die sehr großrahmigen Bernardiner und der Lancia, die zwar vor Kraft strotzen und auch sehr wetterfest sind. Das zählt ja zur Leistungsfähigkeit. Doch wenn es um Explosivität, um Geschwindigkeit kommt, ja, haben die hier etwas das Nachsehen. Großer Schweizer Sennenhund ist auch nicht der beweglichste und explosivste, doch der Hund ist recht ausdauernd, hat enorme Power. Ebenfalls ein Hund, der mit normalen Wetterbedingungen im Sommer, kann es ruhig etwas heißer werden, bricht ihnen sicher nicht so schnell weg wie der typische Rottweiler. Und im Winter beginnt auch der Hund sicher nicht so schnell zu frieren wie ein Dobermann. Das gilt auch für den Rest der Sennenhunde. Und ich weiß, was ich vergessen habe bei der Verträglichkeit. Leistungsfähigkeit bei den Laufhunden sowieso vorhanden, sonst wären sie keine Laufhunde nicht. Continental Bulldog, ein sehr leistungsfähiger Hund, der, obwohl er einen recht kurzen Fang hat, weit von den kurzschnäuzigen English Bulldogs entfernt ist. Also atemtechnisch nicht derartige Probleme vorweisen kann, ja, und sonst ein Muskelpaket ist. Verträglichkeit habe ich vergessen, in Continental Bulldog zu erwähnen, also kurz mal einen Schritt zurück. Diese Hunde sind mir ein Rätsel. Die sind... Also der Rassestandard spricht hier von einem Hund, der optisch aussieht wie der ursprüngliche English Bulldog, dem aber charakterlich völliges an Feuer fehlt. Ja? Also kein Wachtrieb, kein Schutztrieb, Artgenossen gegenüber freundlich. Aber wissen Sie, mit wie viel Conti-Besitzern ich Kontakt habe, die genau konträr dazu funktionierende Hunde haben mit ihren Contis? Also, obwohl der Rassestandard das eigentlich verlangt, funktionieren Continental Bulldogs oftmals völlig anders, ja? Und sind nicht sehr verträgliche Hunde. Klar gibt es die Contis, die den Rassestandard perfekt vertreten, charakterlich. Ja? Aber es gibt auch sehr viele Contis, die das nicht tun. Ja? Ich weiß das. So, zurück, wir waren bei der Leistung, 79 von 100 Punkten. Aber das glaube ich, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ja? Eigenschaft Wachhund, 80 von 100 Punkten und nicht schlecht, möchte ich sagen. Bis auf die Laufhunde und eventuell den Conti. Den Conti dann, wenn er den Rassestandard entspricht. Denn ein perfekt den charakterlichen Rassestandard entsprechender Continental Bulldog ist ein schlechter Wachhund. Ja? Laufhunde, Braten, sind keine guten Wachhunde. Ich kenne zwar eine bayerische Gebirgsschweißhündin, ebenfalls eine Bracke, die eine recht gute Wächterin ist, aber ja, es gibt immer Ausnahmen. Generell sind Braten eher schlechtere Wachhunde. Wir haben hier also 3 Hunde dabei, die keine guten Wachhunde darstellen. Der Rest sind sehr gute Wachhunde. Egal, ob das der Bernhardiner ist, der Lancia ist, ob das die Sennenhunde sind und vom weißen Schweizer Schäferhund brauchen wir gar nicht reden. Deswegen 80 von 100 Punkten für die Hunde aus der Schweiz. Kategorie Schutzhund. Hier sind sie etwas schwächer als bei der Kategorie Wachhund. Schauen Sie. Bei diesen 10 Schweizer Vertretern haben sie 3 Hunde dabei, die für mich zu den 20 besten Schutzhunden der Welt zählen. Das sind der Berner Sennenhund, der weiße Schweizer Schäferhund und der Appenzeller Sennenhund. Das sind 3 sehr, sehr gute Schutzhunde. Der große Schweizer. Ja, wenn Sie einen großen Schweizer aus toller Linie erwerben, den gut erziehen und der einen tollen Schutztrieb empfängt. Aber wie gesagt, ein Hund ist, den Sie gut erzogen haben, mit hohem Fokus auf den Gehorsam, dann kann das ein sehr, sehr guter Schutzhund sein. Das Problem beim großen Schweizer ist seine oft vorkommende Dickköpfigkeit. Ja? Und ein Hund sollte sehr gut zu kontrollieren sein, um in die Riege der sehr guten oder perfekten Schutzhunde eintreten zu können. Sie verstehen, was ich meine. Dennoch möchte ich sagen, spricht beim Thema Schutzhund eigentlich viel für den großen Schweizer Sennenhund. Obwohl ich die kleineren als Schutzhund bevorzugen würde, wenn es ums Gesamte geht. Ist so, ja? Auch wenn es sich eigenartig anhört. Ja? Also wie gesagt, die Sennenhunde alles sehr gute Schutzhunde. Der weiße Schweizer Schäferhund sowieso. Genauso ein guter Schutzhund wie sein deutscher Verwandter.
Beim Bernhardiner und beim Landseer ist es so eine Sache. Ähnlich wie beim großen Schweizer. Nur möchte ich sagen, dass hier, natürlich gibt es Bernhardiner und Landseer mit stark ausgeprägten Schutztrieb. Doch liebe Zuseher, kontrollieren Sie diesen Hund im Fall der Fälle mal. Die haben den Will to Please nicht von vielen sehr guten Schutzhunderassen. Und dieser Will to Please, dieser Gehorsam, der funktionierende Gehorsam, der ist für mich ein unbedingtes Muss für einen Schutzhund. Ja. Ein Hund, der keinen funktionierenden Gehorsam vorweist, der keinen Charakter besitzt, der es mir erlaubt, zu ihm durchzudringen im Fall der Fälle. Ja, das ist kein perfekter Schutzhund. Ja. Dass ein Bernhardiner oder ein Landseer sie allein aufgrund ihrer Substanz effektivst beschützen kann, das erklärt sich von alleine. Aber allgemein sehr gute Schutzhunde sind der Bernhardiner und der Landseer meiner Meinung nach nicht. Also auch da würde ich eher einen Appenzeller oder einen Entlebucher Sennenhund bevorzugen, auch wenn es sich eigenartig anhört. Ja? Ist so. Ja? Entlebucher Sennenhund ist ein Sennenhund, der ebenfalls bis zu 30 Kilo schwer werden kann. Ja? Mehr als ausreichend. Continental Bulldog. Entspricht dieser Hund perfekt dem Rassestandard, ist es ein absolut mieser Schutzhund, der absolut keinen Schutztrieb entwickelt. Doch wie gesagt, es gibt sehr viele Contests da draußen, die dem Rassestandard charakterlich überhaupt nicht entsprechen und ziemlich Pep haben. Und wenn die den haben, gleichzeitig vielleicht noch einen funktionierenden Gehorsam innehaben, dann sind es gute Schutzhunde. Aber im Normalfall, so wie es verlangt wird, ist der Conti ein schlechter Schutzhund. Und die Laufhunde sowieso sind keine guten Schutzhunde nicht. Haben den Willen nicht. Mag die eine oder andere Bracke geben mit ausgeprägtem Schutztrieb, aber generell eher nicht. Deswegen 71 von 100 Punkten. Aktivitätenradius, recht stark bei den Hunden aus der Schweiz. 90 von 100 Punkten. Jo, Bernhardiner, Landseer, eher Hunde, die nicht so gern auf Wanderungen unterwegs sind. Ja, auf Kurzwanderungen, ja, aber eher Hunde für gemütliche Aktivitäten. Ne? Egal, im Winter, im Sommer, egal, lassen sich auch für das eine oder andere Spiel begeistern, gar keine Frage. Joggen vielleicht, auch mit ihnen 2 Kilometer durch den Wald, ja, wenn sie ein Überredungskünstler sind, aber dennoch für wirkliche körperliche Auslastungen, wie es zum Beispiel jetzt, wo zum Beispiel der Appenzeller Sennenhund überall mit ihnen dabei ist, oder der weiße Schweizer Schäferhund. Ja. Da bin ich mir sicher, da ist der Bernhardiner oder der Landseer nicht der richtige Hund. Auch beim großen Schweizer wird es etwas knapp. Es gibt große Schweizer, die gehen mit ihnen einmal rund um den Globus. Ja, aber es gibt auch viele große Schweizer, die das eher weniger begeistern würde. Da würde ich sagen, sind der Berner Sennenhund, der Entlebucher und der Appenzeller eher dabei. Also auf jeden Fall. Was die Laufhunde betrifft, brauche ich hier glaube ich nicht sagen. Das sind sehr begeisterungsfähige Hunde, wenn es um Aktivitäten geht, auch egal welche Jahreszeit, die halten das aus. Hitze, Kälte, die geben Gas mit ihnen, ob vom Entspannen im Garten bis zum Fetzen durch die Wälder. Continental Bulldog, normalerweise ein sehr bewegungsfreudiger, unternehmungslustiger Hund. Und hier ist es eigentlich egal, glaube ich, ob er dem Rassestandard entspricht oder nicht. Ich glaube, dass das ein Drang ist, der bei beiden Contis da ist. Sowohl bei denen, die den Rassestandard charakterlich vertreten, wie auch bei denjenigen, die ihn nicht vertreten. Also das ist schon ein bewegungsfreudiger, sportlicher Kerl, der Conti. Also kann man eigentlich auch so gut wie alles mit diesem Hund machen. Fahrradfahren und ihn 10 Kilometer daneben her trappen lassen ist vielleicht nicht seine liebste, Beschäftigung. Aber Sie wissen schon, was ich meine. Deswegen 90 von 100 Punkten bei der Eigenschaft Aktivitätenradius. So, liebe Zuseher, jetzt sind wir fertig. Die Schweiz erreichte bei diesem Wettkampf 625 von 800 Punkten. Das sind 78,1%. Und soweit ich sehe, haben die Irland vom 3. Platz verdrängt. Ja. Wir haben jetzt die Hammermannschaft Deutschlands noch immer am 1. Platz. Denen folgt Belgien am 2. Die Schweiz am 3. Platz, wirklich sehr starke Mannschaft, verdrängt Irland auf den 4. Platz. Den 5. Platz belegt Frankreich, den 6. Schottland. Am 7. Platz ist Italien, den 8. Platz teilen sich England und die USA. Das mit der USA geht mir immer noch nicht in den Kopf hinein, aber was hat das hat's.
Ja, ich blende die Tabelle, die ist immer eine Heidenarbeit, aber ich blende die Tabelle am Ende des Videos nochmal ein, damit Sie sich etwas orientieren können. Kann Ihnen gleich auch verraten, welches Land wir uns als nächster ansehen. Und zwar ist das Spanien. Auch einige Kanonen dabei bei Spanien. Ja, das ist dann das 10. Land und wir hätten noch 4. Wir haben es also fast geschafft und sind bald beim Finale angekommen. Gut, jo, das war's mit der Schweiz. Also wie gesagt, 625 von 800 Punkten, 78,1%. Und die Schweiz hat hier anständig Gas gegeben, möchte ich sagen. Sind alle Hunde, die hier ihre Länder vertreten, fantastische Hunde, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja? Und teilweise entfernen die sich hier nur ganz, ganz wenig voneinander. Ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon.